Du sitzt in Sydney am Hafen, blickst auf die Skyline mit ihren 5,3 Millionen Einwohnern und 3000 Kilometer westlich von dir liegt fast nichts. 90% der australischen Bevölkerung leben auf 0,22% der Landesfläche. Das bedeutet, ein Kontinent, der fast so groß ist wie Europa, wird von seinen Bewohnern nahezu vollständig gemieden. 7,692 Millionen Quadratkilometer Land, aber nur ein winziger Küstenstreifen ist bewohnt. Warum lassen 26,5 Millionen Menschen den Rest ihres Kontinents einfach leer? Die rechnerische Bevölkerungsdichte beträgt gerade einmal 3,4 Einwohner pro Quadratkilometer, während Deutschland auf 233 Einwohner pro Quadratkilometer kommt. Willkommen beim Kern der Dinge. Um die Dimension zu begreifen, lohnt ein Vergleich, den jeder Dachzuschauer sofort einordnen kann. Deutschland zählt 84 Millionen Menschen auf 357.000 Quadratkilometern, eine Dichte von 230 Personen pro Quadratkilometer. Australien ist über 70 Mal dünner besiedelt als die Bundesrepublik, obwohl es zu den 6 größten Staaten der Erde gehört. Doch die eigentliche Pointe liegt nicht in der Weite, sondern in der Konzentration. 86% aller Australier leben in Städten, was Australien zu einem der am stärksten urbanisierten Länder weltweit macht. Sie ballen sich entlang eines schmalen Streifens im Osten, Südosten und Südwesten, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide. Davor entsteht ein paradoxes Bild. Ein Volk, das auf einem Kontinent lebt und ihn gleichzeitig kaum betritt. Die Australier kleben förmlich am Wasser. Sie wohnen mit Blick auf den Pazifik oder den Indischen Ozean, während hinter ihrem Rücken Millionen Quadratkilometer Land ungenutzt liegen. Aber warum ist diese extreme Konzentration überhaupt entstanden? Die Antwort liegt nicht in der Kultur. Sie liegt im Boden, im Himmel und in der Luftfeuchtigkeit. Mehr als 2/3 der australischen Landesfläche werden klimatisch als arid oder semi-arid eingestuft. Das ist kein meteorologisches Detail, das ist das zentrale Merkmal des Kontinents. Die landesweite mittlere Niederschlagsmenge beträgt nur 470 mm pro Jahr. Zum Vergleich: in Deutschland fallen im Schnitt rund 790 mm. Doch dieser Mittelwert verschleiert das Eigentliche, denn an der tropischen Nordküste regnet es teils mehrere Meter pro Jahr, während große Teile des Inlandes weniger als 250 mm erhalten. In manchen Regionen fällt jahrelang gar kein messbarer Niederschlag. Therefore ist Australien der trockenste bewohnte Kontinent der Erde. Rund 40% der Landfläche werden offiziell als Wüste klassifiziert. 3 Namen dominieren diese Karte. Die Great Victoria Desert erstreckt sich über 348.000 Quadratkilometer im Süden, größer als Deutschland. Die Great Sandy Desert im Nordwesten misst 284.000 Quadratkilometer und die Tanami Desert im Northern Territory deckt weitere 184.000 Quadratkilometer ab. Zusammen mit weiteren Trockengebieten bedecken die großen Wüsten über 1,6 Millionen Quadratkilometer, mehr als 20% der Gesamtfläche. Stelle dir das vor: eine Fläche, 5-mal so groß wie Deutschland, in der die Sommertemperaturen regelmäßig über 45 Grad Celsius klettern, in der Wasserstellen tausende Kilometer voneinander entfernt liegen und in der der Boden so salzhaltig oder sandig ist, dass selbst angepasste Pflanzen kaum gedeihen. Hier gibt es keine Städte. Es gibt nicht einmal Dörfer. Es gibt rote Erde, Spinifex-Gras und einen Horizont, der sich nicht zu verändern scheint. Aber Wüsten allein erklären die Leere nicht. Das eigentliche Phänomen heißt Outback. Das Outback ist kein geografisch exakt definierter Raum, sondern ein Sammelbegriff für alles, was nicht Küste ist, und es umfasst etwa 70% der australischen Landesfläche. Es besteht aus Wüsten, Halbwüsten, Buschland, Salzseen und endlosen Steppenflächen. Manche Regionen wirken auf Satellitenbildern wie Mars, rot, rissig, leer. Therefore lebt hier kaum jemand. Die mittlere Entfernung zwischen größeren Siedlungen im zentralen Outback kann mehrere 100 Kilometer betragen. Wer von Alice Springs nach Norden fährt, sieht 1500 Kilometer lang fast nichts, was an eine Stadt erinnert. Tankstellen liegen 200 Kilometer auseinander. Krankenhäuser werden per Flugzeug erreicht. Der berühmte Royal Flying Doctor Service existiert seit 1928 genau aus diesem Grund. Hier zeigt sich, was zu Beginn als Setup stand: Queensland, Western Australia, South Australia und das Northern Territory bedecken zusammen 86% der Landesfläche, beherbergen aber nur 35% der Bevölkerung. Das gesamte Northern Territory mit seinen 1,42 Millionen Quadratkilometern, 4-mal Deutschland,
zählt gerade einmal 250.000 Einwohner. Manche Outback-Distrikte weisen Bevölkerungsdichten von unter 0,1 Einwohner pro Quadratkilometer aus. Was sich auf diesen 95% der unbewohnten Fläche findet, ist also nicht nur Wüste im engeren Sinn. Es sind Rinderfarmen von der Größe Belgiens, Aboriginal Lands mit jahrtausendealter Kulturgeschichte, riesige Eisenerz- und Goldminen, Nationalparks wie Uluru Kata Tjuta, Salzpfannen wie der Lake Eyre und Buschsavannen, in denen jährlich Flächen von der Größe Bayerns abbrennen. Es ist Land, das genutzt wird, nur nicht bewohnt. Aber warum hat sich diese Verteilung in über 2 Jahrhunderten nicht verändert? Die Geschichte liefert eine bemerkenswert klare Antwort. Im Januar 1788 landete die First Fleet unter Captain Arthur Phillip in Port Jackson, dem heutigen Sydney Harbour. Damit begann die britische Besiedlung und sie begann an der Küste, weil Schiffe nichts anderes erlaubten. Die ersten Siedlungen entstanden dort, wo Süßwasser, fruchtbarer Boden und Hafenzugang zusammentrafen. Sydney 1788, Hobart 1804, Brisbane 1825, Perth 1829, Melbourne 1835, Adelaide 1836. Therefore lag das Siedlungsmuster von Anfang an als schmaler Kranz um den Kontinent gelegt. Dann kam das Jahr 1851. In Victoria und New South Wales wurde Gold entdeckt und ein Goldrausch erfasste die junge Kolonie. Innerhalb eines Jahrzehnts verdreifachte sich die Bevölkerung Australiens, Hunderttausende strömten aus Großbritannien, Irland, China und Kontinentaleuropa herbei. Aber sie strömten an die Ostküste. Melbourne wuchs in wenigen Jahren von einer Provinzstadt zu einer der reichsten Metropolen der südlichen Hemisphäre. Die Goldfelder lagen zwar im Hinterland, doch die dauerhafte Besiedlung verfestigte sich entlang der Küste. Zwischen 1903 und 1917 wurde die Trans-Australian Railway gebaut, 1700 Kilometer Schiene quer durch die Null-Arbor-Ebene mit einem geraden Streckenabschnitt von 478 Kilometern, dem längsten der Welt. Sie verband Perth mit den Ostküstenstädten. Und sie änderte nichts an der grundlegenden Bevölkerungsverteilung. Die Menschen nutzten die Bahn, um zu reisen, nicht um sich im Inneren niederzulassen. Auch die massive Nachkriegseinwanderung ab 1945, als Australien über 7 Millionen Migranten aufnahm, vor allem aus Italien, Griechenland, Jugoslawien und später Vietnam, konzentrierte sich vollständig auf die Küstenstädte. 2 Jahrhunderte Geschichte, mehrere Migrationswellen, eine kontinentale Eisenbahn und doch blieb die Geografie stärker als jede menschliche Bewegung. Diese Verteilung hat handfeste Konsequenzen und sie wird sich in den kommenden Jahrzehnten nicht abschwächen, sondern verschärfen. Infrastruktur im Outback ist pro Kopf extrem teuer. Eine einzelne Stromleitung zu einer abgelegenen Aboriginal-Community kostet Millionen, Wasserleitungen sind technisch oft unmöglich, Straßen werden regelmäßig von Hitze- und Flutkatastrophen zerstört. Therefore konzentriert die Politik Investitionen weiter auf die Küste. Sydney und Melbourne wachsen jährlich um Hunderttausende Einwohner, während Binnenstädte schrumpfen. Hier liegt der Wendepunkt. Der Klimawandel verschärft genau das Muster, das Australien seit 1788 prägt. Modelle des Bureau of Meteorology zeigen, dass die Niederschläge im südlichen Inland weiter zurückgehen, während Hitzewellen mit Spitzenwerten über 50 Grad Celsius häufiger werden. Das Outback wird nicht erschlossen, es wird noch lebensfeindlicher. Die paradoxe Folge: Australien besitzt enorme Solar- und Windpotenziale auf dieser leeren Fläche, baut sie aber langsamer aus als das dichte Deutschland. Der Kontinent hat Platz im Überfluss und gleichzeitig Wohnraummangel in jeder Küstenmetropole. Auf 95% der unbewohnten Fläche Australiens befindet sich also kein Geheimnis, sondern eine geologische und klimatische Realität. Wüste, Halbwüste, Buschland, Salzpfannen, Minen, Weidegebiete von der Größe europäischer Staaten und Aboriginallands, deren Kulturgeschichte 65.000 Jahre zurückreicht. Es ist Land, das genutzt, befahren, beflogen und bewirtschaftet wird, aber nicht bewohnt. Du sitzt wieder in Sydney am Hafen. Hinter dir liegen 7,69 Millionen Quadratkilometer roter Erde, von denen niemand spricht, weil dort niemand wohnt. Manchmal ist die Leere auf einer Landkarte keine Lücke, sondern die ehrlichste Antwort, die ein Kontinent geben kann. Sie zeigt, wo Leben endet und Überleben beginnt.